Hallo ihr Werkzeugsuchtis, ich bin Sebastian, euer Dealer und jetzt geht's um Profi-Werkzeug. Gucci, Gucci, Gucci. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Zubehör. Denn wir haben hier Metallbohrer und Metallbohrer. 70 Euro gegen 70 Euro oder 30 Cent pro Bohrer gegen über 2 Euro pro Bohrer. Und du hast dir bestimmt schon mal die Frage gestellt, lohnt sich das überhaupt, sowas zu kaufen? Ist es nicht viel sinnvoller, das zu kaufen? Weil 230 Bohrer für 70 Euro ist doch der Hammer. Und das macht doch hier auch einen echt guten Eindruck. Und wir werden heute Folgendes machen. Wir testen diese gegen diese. Wer schafft mehr? Und am Ende sage ich dir, einer von beiden Sets ist viel zu teuer. Wir haben heute also Qualität gegen Quantität. Wir haben hier ein Set mit 230 Teilen gegen ein Set mit 29 Teilen und das werden wir gleich testen. Und wir werden hier, ja, beziehungsweise du wirst sehen, dass wir hier schon einiges gebohrt haben und das Ergebnis ist wirklich, wirklich erstaunlich. Aber was haben wir denn eigentlich hier vor uns? Diesen Kasten gibt es in so vielen verschiedenen Varianten zu kaufen, auf verschiedenen Portalen und verschiedenen Händlern, auch ich glaube sogar im Baumarkt, überall gibt es genauso einen Kasten. Und selbst diesen Kasten gibt es in zwei verschiedenen Güten. Wir hätten diesen Kasten ja auch wirklich in der billigsten Qualität kaufen können mit knapp 35 Euro. Wir hätten, was wir aber gemacht haben, ist, wir haben diesen in der besseren Qualität gekauft für rund 70 Euro. 230 Teile. Also wirklich enorm, was wir hier haben. Und wir haben hier jede Menge Größen drin, von 1 mm bis 13 mm, alles komplett abgestuft. Der Vorteil, der sich eigentlich ergibt, ist, Mensch, wenn mal einer kaputt ist, habe ich hier mal einen, so der ist hin, den habe ich hingerichtet, wie auch immer, falsch benutzt, da habe ich den nächsten gleich noch mit dabei. Das ist ein Riesenvorteil, dass du ergo viele hier hast, um auch mal, wenn mal einer kaputt geht, dann auszutauschen. Aber wenn du hier einen wegschmeißt, dann musst du auch immer wissen, du schmeißt natürlich trotzdem Geld weg, auch wenn es so viele sind, denn hier kostet jeder einzelne 31 Cent. 31 Cent, nicht viel, der hier ist auch wieder bedeutend teurer, denn wir haben hier ein Set von Dewalt. Das ist ein viel hochwertiges Set, in dem du nur jeweils genau einen Bohrer von einer Größe drin hast. Du hast hier aber auch die Größen von 1 mm hoch auf 6, du kannst das hier umklappen, bis zu 13 mm. Ja, ergo genau das gleiche hier an der Stelle. Das heißt, wir haben hier ein 70 Euro Set, 29 Bohrer, das heißt, wir haben hier 2,24 Euro pro Bohrer. Ergo, wir sagen jetzt Folgendes, 2,24 Euro, 13er gegen 31 Cent. Und das ist doch eigentlich der Test. Wir müssen mal wissen, wie lange halten denn die eigentlich? Und deswegen haben wir Folgendes gemacht. Wir haben hier unsere gute, altbekannte Standbohrmaschine genommen und haben mit ihr entsprechend Löcher gebohrt. Und wir haben hier einen 8er Bohrer genommen und haben diese wirklich massive Stahlplatte, das ist einfach nur Stahl, ist kein Edelstahl, hier reingebohrt. Und dafür gibt es sogenannte Bohrtabellen. Wir haben hier das Ganze mal ausgedruckt. Bitte achte darauf, jedes Zubehör, und nicht nur Metallbohrer, sondern jedes Zubehör hat eine bestimmte Geschwindigkeit, mit der ihr etwas maximal nutzen könnt. Das ist zum Beispiel auch bei Winkelschleifern so, das ist bei Stichsägen so, bei sonst irgendwas. Achte wirklich bei eurem Zubehör darauf, dass es richtig benutzt wird und nicht mit einer zu hohen Geschwindigkeit. Hier bei den Bohrern ist es so, dass wir bei Metall ganz klar eine Vorschrift haben. 9 mm kann gebohrt werden, 8 mm haben wir genommen mit 900 Umdrehungen in Normalstahl. Bei Edelstahl zum Beispiel wären es sogar nur 560. Deswegen immer das zur Hand haben. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben unsere Stahlplatte genommen, genau 20 mm in der Stärke hier drauf und haben dann mit dem günstigen, mit dem 31 Cent Bohrer gebohrt. Ja. Loch Nummer 1 war okay, wir sind durchgekommen, okay. Loch Nummer 2 wird schon schwierig. Bei Loch Nummer 2 hat man in der Mitte etwa gemerkt, jetzt ist vorbei. Gebohrt, sind auch noch durchgekommen, aber hier ist es so, nach dem Durchkommen war es schon so, dass die untere Ausrisskante komplett ausgefranst war und nicht mehr gut ausgesehen hat. Und eigentlich kann man nicht sagen, dass er wirklich 2 Löcher geschafft hat, sondern im Grunde sind wir hier eher rausgekommen bei 2,5, weil danach war der Bohrer stumpf. Ja, dann haben wir aber trotzdem gesagt, naja, wir machen das jetzt, bis es nicht weitergeht. Und haben bei einem dritten Loch nochmal hier angesetzt. Aber das war jetzt nicht, also das haben wir eher reingeglüht, kann man sagen. Der Bohrer ist hin, man sieht das auch ganz klar hier dran.
Das alles ist komplett verschlissen. Was würdest du jetzt normalerweise machen? Würdest du nehmen, wegschmeißen, neuen und weiter bohren. Wir haben gesagt, so, okay, wir haben jetzt 2 Löcher, die wir verlässlich bohren konnten, wobei das schon wirklich ein Zugeständnis an das Ganze hier ist. Also haben wir dann jetzt hier unseren Dewald-Bohrer genommen. Der hat einen riesengroßen Vorteil. Nummer 1, wir haben hier eine sogenannte Vorbohrfunktion. Wir haben also 2 Stufen, in denen wir bohren. Dadurch ist es so, dass wir nicht gleich die komplette Bohrbreite nutzen und vorbohren den Bohrer auch schonen. Nummer 2, was viele aber sagen, dadurch kann ich es nicht schärfen. Das ist bedingt richtig. Also Nummer 1, es gibt dafür bestimmte Schärfdienste, die auch so etwas schärfen können. Man muss aber auch dazu sagen, es ist ein 2,20 Euro knapp Bohrer, kann man zur Not auch mal selber auch mal nachkaufen. Gibt es verschiedene Philosophien, alles gut, für die Umwelt ist es besser, wenn du es schärfst, aber was haben wir jetzt gemacht? Wir haben diesen Bohrer genommen und haben natürlich 2 Löcher gebohrt. Okay, 2 Löcher hat der geschafft, hat der geschafft. Und was machen wir dann? Dann bohren wir doch mal weiter. Dann haben wir 7 Löcher gebohrt. Als wir 7 Löcher gebohrt haben, haben wir gesagt, dann bohren wir noch mal 7 Löcher. So, ich stelle das Ganze jetzt mal zur Seite. Was heißt denn das für euch jetzt aber? Wir haben jetzt also 14 Löcher gebohrt mit diesem Bohrer. Wir haben nur 2 Löcher gebohrt mit diesem Bohrer. Ergo, wir haben 7-mal mehr geschafft mit diesem Bohrer als mit diesem Bohrer. Das heißt, in dem Moment sind die jetzt gleich aufgezogen. Das ist doch interessant, oder? Das heißt, also dieses riesige Set, 230 Bohrer, viel, viel günstiger auf das einzelne Teil und so weiter und so fort. Hat aber eine viel, viel schlechtere Qualität. Die Materialqualität von dem hier ist bedeutend höher. Wir haben hier nur 29 Teile-Set für denselben Preis. Aber der Preis pro Bohrer entscheidet überhaupt nicht, sondern jetzt ist es so, dass ich jetzt genauso nochmal 14 Löcher bohren könnte. Und nach den 14 Löchern kann ich nochmal 14 Löcher bohren und spätestens jetzt ist es so, dass dieses Set hier bedeutend teurer ist. Es ist wirklich bedeutend teurer als dieses Set. Ich kann euch eine Sache sagen, wir haben hiervon zwar mehrere Sets, aber wir haben nur ein einziges aufgemacht und bis jetzt alles, was wir gemacht haben, mit einem einzigen Set gebohrt und wir haben auch noch nicht einen einzigen davon kaputt gemacht oder verbohrt oder angedengelt. Ich muss zugestehen, ich habe den 1 mm Bohrer mal abgebrochen. Das war aber eigene Fehlbenutzung. Also da seid bitte vorsichtig. Natürlich 1 mm Metall, da muss man schon ordentlich arbeiten. Und ich kann hier eine Sache sagen. Nach 14 Löchern ist hier die Kante, diese Spitze hier vorne noch genauso scharf, wie es bei allen anderen ist. Und das funktioniert wirklich gut. Und du hast sogar eine andere Sache, die noch sparst. Du sparst Zeit. Denn ich persönlich, das ist eine persönliche Geschichte, habe einmal genau mit so einem Set gearbeitet. Ich hatte das zu Hause, habe gesagt, naja, ich kaufe das mal, als ich fast nichts mit Metall gemacht habe. Habe dieses Set genommen und habe dann ein einziges Mal in Stahl bohren müssen. Und was habe ich Folgendes, was mir passiert? Ich brauchte ein 6er Loch. Hier sind eine bestimmte Anzahl 6er drin. Ich habe alle 6er verbraucht und zwar komplett an einem einzigen Loch. Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich den 7er genommen, irgendwie doch durch und dann habe ich es mit den Unterlegscheiben mir irgendwie beholfen, aber das macht überhaupt keinen Spaß. Danach bin ich in den Baumarkt gegangen. Was habe ich im Baumarkt gemacht? Ich habe dann mir meinen 6er Bohrer gedacht, naja, dann ersetze ich durch einen guten 6er das hier rein. Was ist aber passiert? Ein guter 6er im Baumarkt kostet dich mal pauschal 10, 20 Euro. Da hast du aber noch nicht alle anderen, so wie hier. Also auch das ist viel, viel teurer, als wenn du die einzeln nochmal kaufst. Das heißt also, eine Sets wie das hier ist wirklich, wirklich günstig. Aber wo günstig, schau mal unten in die Videobeschreibung, da findest du einen ehrlichen Preisvergleich zu diesem Set. Es gibt das Ganze auch nochmal in der nächst höheren Qualitätsstufe. Auch das verlinke ich dir mal unten. Und es geht gar nicht darum, um jetzt euch zu sagen, kauft genau dieses Set, sondern überlegt euch genau, welches Zubehör ihr nehmt. Und Preis-Leistung ist häufig anders, als ihr denkt. Bei den Sets ist es einfach so, es macht einfach so überhaupt keinen Sinn, es zu kaufen, weil es vom Preis-Leistung her nicht funktioniert, weil es euch keinen Spaß macht und so weiter und so fort. Alles, was ich eben schon gesagt habe. Und ihr macht jetzt mal bitte Folgendes, ihr schreibt mal bitte in die Kommentare unten, was sind denn eure Erfahrungen mit solchen Bohrern? Habt ihr da schon mal erfolgreich richtig gut damit gearbeitet oder was sind denn eure Geschichten, wo ihr nicht durchgekommen seid und wo ihr gescheitert seid und einfach gemerkt habt, oh, das funktioniert überhaupt nicht. Den Unterschied in der Qualität sieht man übrigens auch beim Abtrag bzw. bei den Spänen. Bei dem Dewald-Bohrer seht ihr das hier, das ist ein durchgehender Span, den wir hier haben. Und bei dem anderen sind das so kleine Minispänchen, dass ihr seht, das wird einfach nur quasi schon fast rausgerissen aus dem Material
und daran seht ihr auf jeden Fall auch den großen Unterschied an der Schärfe des Ganzen. Zwei Sachen möchte ich euch noch mitgeben. Nummer eins, natürlich können wir das Ganze auch kühlen. Wir können hier Kühlmittel, Kühlspray oder das auf irgendeine Art und Weise kühlen, wollten wir bewusst nicht. Wir haben es auch bewusst bei beiden nicht gemacht, damit wir relativ schnell zu einem Ergebnis kommen. Gekühlt hätten die vielleicht ein bisschen länger gehalten, aber auch nur vielleicht. Da gibt es natürlich auch wieder die verschiedensten Sachen. Darf man überhaupt Kühlmittel benutzen, wenn man so eine Maschine hier benutzt, wo Strom drin ist und so weiter? Egal. Ja, ich will euch nur sagen, Thema Kühlen kann natürlich relevant sein und wir hatten das auch im Kopf, haben uns aber dann gegen Kühlen entschieden für den Test. Nummer zwei, wir haben auch den Hardcore-Test gemacht. Wir haben nochmal mit 13 mm getestet. Was ist passiert? Mit 13 mm mit dem 30 Cent Bohrer rund haben wir ein Loch geschafft und danach war Ende. Nach dem einen Loch war es so, dass hier die Schneide abgerieben war und hier auch schon, ja, wie kann man das sagen, dass hier schon das Material sich langsam abträgt. Wir hätten es vielleicht noch ein halbes Loch geschafft, aber das wäre dann so ein bisschen, nee, das hätte keinen Sinn gemacht. Mit dem hier überhaupt kein Problem, da können wir bohren. Also wir sehen da noch mehr das Problem. Und jetzt würde mich nochmal eure Meinung interessieren. Soll ich nochmal andere Tests machen? Soll ich nochmal anderes Zubehör? Es gibt ja noch so viele andere Dinge, wo man ganz günstig kaufen kann oder auch hochwertig. Vielleicht ist da dasselbe Ergebnis oder vielleicht auch ein komplett anderes. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und jetzt für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.